Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein heutiger Gast beschäftigt sich wissenschaftlich mit einer Fähigkeit, die ich auch manchmal gerne hätte, dem Gedankenlesen. Frau Professorin Dr. Luisa Kulke kam vor kurzem von der Universität Göttingen an unsere FAU und sie hat bei uns eine Professur für neurokognitive Entwicklungspsychologie übernommen und vertritt dieses Fach in Forschung und Lehre. Liebe Frau Kulke, ich begrüße Sie ganz herzlich. Wie geht es Ihnen? Vielen Dank. Mir geht's gut. Ich freue mich, hier zu sein und mit Ihnen sprechen zu können. Prima. Frau Kulke, was denke ich denn gerade? Sie fragen sich, was ich jetzt wohl antworten werde. Nee, so leicht ist es leider nicht. Wir können als Menschen natürlich keine Gedanken lesen, aber als Erwachsene verfügen wir immerhin über eine sogenannte Theory of Mind. Das ist die Fähigkeit, anderen Menschen bestimmte Gedanken, Überzeugungen und Gefühle zuzuschreiben. Ein Beispiel wäre, wenn ich jetzt zu Ostern Schokoladeneier kaufe und die in die Küche stelle und mein kleiner Sohn das sieht, dann weiß ich, dass er später danach suchen wird. Wenn ich jetzt zwischendurch ihn in die Kita bringe und in der Zeit die Ostereier heimlich mit ins Büro nehme, dann weiß ich, dass wenn er zurückkommt, er trotzdem noch in der Küche danach suchen wird, obwohl das jetzt falsch wäre. Und das heißt, ich bin in der Lage, ihm eine falsche Überzeugung zu etwas zuzuschreiben. Und das wäre so ein klassisches Beispiel für diese soziale Fähigkeit der Theory of Mind. Und in meiner Forschung interessiert mich besonders, wie sich diese Fähigkeit entwickelt, aber auch wie ganz simple Aufmerksamkeitsprozesse von sozialen Fähigkeiten oder Interaktionen beeinflusst werden. Das klingt sehr spannend. Wie muss ich mir denn Ihre Forschung praktisch vorstellen? Ich meine, holen Sie die Probanden dann rein und fragen die, was sie gedacht haben? Oder wie läuft das praktisch ab? Man kann die Probanden natürlich fragen, aber da stoßen wir ganz schnell an unsere Grenzen, vor allem wenn wir nonverbale Populationen wie Säuglinge testen wollen. Das heißt, wir benutzen in der Forschung vor allem zwei Methoden. Das erste ist Eye-Tracking. Damit können wir Augenbewegungen messen. Und meistens ist es so, dass wir uns die Dinge angucken, die wir besonders interessant finden. Das kann man schon ab dem Säuglingsalter messen. Jetzt ist es so, dass wir manchmal aber auch unsere Aufmerksamkeit auf Dinge richten, die wir nicht angucken, sozusagen aus dem Augenwinkel hinaus. Und da kommt jetzt unsere zweite Methode ins Spiel, die Elektroenzephalographie, EEG. Und damit können wir Hirnströme messen. Das heißt, wir können herausfinden, ob das Gehirn verstärkt auf etwas reagiert, selbst wenn wir es gerade nicht ansehen. Wir also ohne hinzusehen unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten. Und was bestimmt in uns, wohin wir unseren Blick richten? Ist das verstanden? Da gibt es wahnsinnig viele Faktoren, die das bestimmen und die lassen sich grob zu zwei Funktionen zuordnen. Die erste Funktion von unserem Blickverhalten ist selbstverständlich, Informationen über die Umgebung zu sammeln. Das heißt, der Blick fällt auf die Dinge, die wir gerade interessant finden, wie vielleicht eine besonders interessante Farbe oder Form oder auch sozial relevante Dinge in der Umgebung. Sobald wir uns aber in einer sozialen Situation befinden zum Beispiel, gibt es noch eine zweite Funktion vom Blickverhalten. Und das ist eine soziale Signalfunktion. Das heißt, mit dem Blicken können wir anderen Menschen Hinweisreize geben. Und da gibt es bestimmte implizite Regeln. Zum Beispiel, wenn ich bei fremden Menschen weggucke, heißt es, ich habe kein Interesse, mich zu unterhalten. Wenn ich eine fremde Person angucke, dann wäre das vielleicht ein Hinweis, dass ich eine Unterhaltung initiieren möchte. Und auch in der Unterhaltung selbst gibt es bestimmte implizite Hinweisreize oder Signale. Zum Beispiel ist es so, dass man häufig, wenn man anfängt, was zu sagen, erstmal wegguckt, um sich selbst zu orientieren und auf das zu konzentrieren, was man sagen möchte. Wenn man dann am Ende des Satzes anguckt, dann würde man wieder die andere Person ansehen, um zu signalisieren, man ist fertig mit dem Satz und die andere Person darf jetzt antworten. Jetzt haben wir derzeit eine Pandemie. Ja? Das heißt, wir befinden uns ja alle in einer sehr besonderen Situation und wir begegnen uns ja auch nicht mehr persönlich, sondern wie wir beide jetzt, man spricht am Bildschirm miteinander. Verändert das an sich auch die Wahrnehmung der Menschen untereinander oder wie wird das aus Ihrer psychologischen Sicht bewertet? Das spielt tatsächlich eine wichtige Rolle. Wenn wir uns nämlich live treffen mit anderen Menschen, dann spielt diese soziale Funktion vom Blick eine ganz wichtige Rolle, dass wir signalisieren können, was wir gerade möchten. Während wenn wir jetzt Videotelefonieren, dann ist die soziale Funktion weniger stark ausgeprägt. Und wenn wir nur noch über Videos, die asynchron sind, kommunizieren,
dann ist die vollkommen verschwunden, diese soziale Funktion. Das heißt, wenn man einfach zu Hause alleine auf der Couch sitzt und Netflix guckt, dann spielt die soziale Funktion keine Rolle mehr und man kann vollkommen ungehemmt die Informationssammelfunktion des Blicks ausüben. Und in solchen Situationen, wie auch in vielen Laborsituationen, ist es so, dass die meisten Menschen vor allem Interesse an sozialen Dingen haben, also gerne zum Beispiel beim Netflix gucken, anderen Menschen ins Gesicht gucken. Sobald wir jetzt aber in einer richtigen, realen Live-Interaktion wären, wie wenn wir in einen vollen Aufzug voller fremder Menschen steigen, dann würden wir nicht mehr anderen Menschen ins Gesicht starren, weil jetzt wieder die soziale Funktion vom Blick da hinzukommt und man das deswegen vermeidet, obwohl man die anderen Menschen vielleicht ganz interessant anzusehen findet. Und das ist eine Sache, die uns jetzt besonders in einem DFG-Projekt interessiert, wie wir unsere Aufmerksamkeit zwischen sozialen und nicht sozialen Situationen unterscheiden und was für Faktoren auch eine Rolle spielen, ob wir andere Menschen ansehen oder eben nicht. Das ist sehr, sehr spannend. Jetzt bin ich ich komme aus einem sehr praktischen wissenschaftlichen Umfeld und für mich stellt sich schon die Frage, gibt es für Ihre Arbeit und vor allem auch für die Resultate, die Sie erzielen, konkrete Anwendungsbeispiele? Ja, was wir machen, ist natürlich Grundlagenforschung. Das heißt, wir gucken uns ganz basale Prozesse an, aber es gibt ein paar Anwendungen in dem Bereich. Und das eine ist der klinische Bereich. Und zwar gibt es ein paar Menschen, denen es eher schwer fällt, mit anderen Menschen sozial zu interagieren, beispielsweise Menschen, die Autismus haben. Und wenn wir jetzt entschlüsseln können, wie typische Unterhaltungen aussehen, also wie das Blickverhalten in ganz normalen sozialen Situationen aussieht, dann können wir solchen Menschen helfen, zu entschlüsseln, was eine andere Person ihnen eigentlich mit dem Blickverhalten sagen möchte. Das ist das eine. Und gerade jetzt aktuell ist es natürlich auch so, dass es interessant ist zu unterscheiden, wie differenziert man eigentlich Aufmerksamkeit in Live-Interaktionen von Aufmerksamkeit in videobasierten Interaktionen, wie wir die gerade führen. Das heißt, da interessiert uns auch herauszufinden, ob die Aufmerksamkeit und das Blickverhalten sich vielleicht unterscheidet, wenn wir jetzt beispielsweise ganz plötzlich den Schulunterricht und auch die Lehrveranstaltungen an den Unis von Face-to-Face-Lehrveranstaltungen zu Online-Lehre umgestellt haben und ob sich das vielleicht sogar auf unser Lernverhalten auswirken kann, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Aber an der Stelle kann ich sagen, wir sind und wir bleiben eine Präsenzuniversität und sobald es möglich ist, unsere Studierenden wieder in die Hörsäle zu holen, werden wir das auch tun, denn wir wissen alle, welch hohen Wert das Ganze hat und wie wichtig der Austausch an einer Universität ist. Vielleicht haben Sie noch einen, da freue ich mich auch schon. Ja, ne? Vielleicht haben Sie auch noch einen praktischen Tipp für mich, weil ich bin ja in sehr vielen Verhandlungen und habe oft ein Gegenüber mit einem Pokerface. Was kann ich denn tun, um besser zu verstehen, was derjenige, der mir gegenüber sitzt, denkt und inwieweit kann ich dieses Wissen dann auch nutzen? Ja, eine Musterlösung gibt es da leider nicht für, da muss ich Sie enttäuschen. Aber unsere aktuelle Forschung deutet zum Beispiel darauf hin, dass wir besser die Ausdrücke und Emotionen von anderen Menschen erkennen und entschlüsseln können, wenn wir uns ganz natürlich auf die Menschen konzentrieren, also ohne irgendwie uns vorher ein Ziel oder eine Aufgabe gesetzt zu haben. Das heißt, basierend auf der Forschung wäre natürlich mein Tipp, einfach ungestört, ganz natürlich auf das Gegenüber zu achten. Das ist ein sehr wertvoller Hinweis. Liebe Frau Kulke, ich danke Ihnen für das sehr aufschlussreiche Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank für die Einladung. Ihnen auch alles Gute.